Was wäre, wenn ich dir sage, dass die gesunden Ernährungsregeln, die du befolgst, aktiv Fett einlagern? Du ernährst dich gesund mit Rohkost, meidest Fett wie Gift und zählst brav Kalorien. Trotzdem klebt dieses hartnäckige Bauchfett an dir wie Kaugummi. Das ist kein Zufall, das ist ein perfektioniertes System von Big Food und Big Pharma, die dich als Dauerkunden haben wollen. Sie verdienen Milliarden damit, weil du ihren Ernährungsdogmen folgst. Dadurch nimmst du nicht nur nicht ab, sondern hast auch noch vielleicht gesundheitliche Probleme. In diesem Video zerstöre ich die 5 größten Ernährungslügen wissenschaftlich und zeige dir, warum Millionen von Menschen trotz angeblich gesunder Ernährung immer dicker werden. Meine eigene Transformation ist der zusätzliche Beweis. Bleib also auf jeden Fall dran, denn Lüge Nummer 5 hat mich 10 Jahre gekostet und sie sabotiert wahrscheinlich gerade jetzt auch deinen Stoffwechsel. Ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Heute bin ich hier, um mit der Ernährungsindustrie abzurechnen, die uns seit Jahrzehnten belügt. Belogen werden wir von Experten, die Dogmen predigen statt Wissenschaft. Und mit unseren eigenen blinden Glauben an Mythen, die uns krank machen. Ich habe selbst jahrelang diese Lügen geglaubt. Das Ergebnis? Heuschnupfen, Gelenkentzündungen und ein Körperfettanteil, der nicht zu meinem Training passte. Dann habe ich alles hinterfragt. Jede Regel, jedes Dogma, jede Lüge. Und rate mal, meine Allergie ist weg, meine Blutwerte sind top, meine Gelenke fühlen sich an wie mit 25 und mit 45 Jahren habe ich sogar einen Sixpack. Ohne Pillen, ohne Supplemente und ohne Bullshit der Industrie. Kennst du das? Du trinkst brav dein isotonisches Sportgetränk nach dem Training, weil dir eingeredet wurde, dass du sonst zusammenbrichst. Und Sprudelwasser, das meidest du, weil es angeblich deine Knochen und Zähne zerfrisst. Beides ist aber Bullshit. Das Problem beginnt mit einem perfiden Marketingtrick. Gatorade, Powerade oder Neuro wie Waterdrop und Co. haben Millionen investiert, um dir einzureden, dass du ohne ihre Getränke nicht leistungsfähig bist. Die Wahrheit ist aber, eine Studie in Nutrients von 2018 zeigt klar, für 99% aller Hobbysportler ist Wasser völlig ausreichend. Übrigens, alle genannten Studien sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sportgetränke verbessern die Leistung nur bei extremen Ausdauerbelastungen über 90 Minuten und selbst dann nur minimal. Aber hier kommt der Hammer. Diese Drinks sind flüssige Insulinbomben. Nehmen wir Powerade Mountain Blast als Beispiel. So eine Flasche hat 20 Gramm Zucker, das entspricht 7 bis 8 Zuckerwürfeln. Dein Blutzucker explodiert, deine Fettverbrennung stoppt komplett und statt Fett zu verbrennen, speicherst du es ein. Meine eigene Erfahrung, früher habe ich auch nach jedem Training brav mein ISO-Getränk geschlürft. Resultat? Ich habe nach dem Sport mehr Kalorien getrunken, als ich sie beim Training verbrannt habe. Seit ich nur noch Wasser mit einer Prise Ursalz trinke, erhole ich mich schneller und mein Körperfett schmilzt. Und was ist mit Kohlensäure? Hier hat die Industrie auch manipuliert. Eine Studie im Journal of the American Dental Association zeigte, nicht die Kohlensäure selbst, sondern der Zucker und die zugesetzten Säuren wie Phosphorsäure in Cola schädigen deine Zähne und Knochen. Reines Mineralwasser hat einen pH-Wert von 5 bis 6, also völlig unbedenklich für deine Zähne und Knochen. Kennst du vielleicht den Film Idiocracy? Der Film ist von 2006 und eine Satire über die Zukunft. Im Film trinken alle Brawndo, ein Elektrolytgetränk. Ich habe manchmal echt den Eindruck, dass wir in dieser Zukunft bereits angekommen sind. Aber sie selbst. Entschuldigen Sie bitte, das da scheint sowas wie Gatorade zu sein, aber ich suche eigentlich ganz normales Wasser. Wasser? Ja. Du meinst wie das im Klo? Wozu? Oh, ich will es trinken. Aber genau so absurd ist unser Glaube an diese Sportgetränke. Es ist Marketing-Gehirnwäsche in Reinform. Der praktische Tipp? Schmeiß die Zuckerbomben weg, trink Wasser, gerne mit Kohlensäure. Bei intensivem Training oder Hitze eine Prise hochwertiges Salz ins Wasser, fertig. Das ist dein natürliches Elektrolytgetränk. Kostet Cents statt Euros und macht dich wirklich leistungsfähiger. In meinem Video über Wasser erkläre ich dir genau, wie viel du wirklich trinken solltest und warum die meisten Menschen chronisch dehydriert sind, ohne es zu wissen. Jetzt wird es richtig kontrovers. Die größte Ernährungslüge der letzten 60 Jahre. Gesättigte Fette verstopfen deine Arterien. Diese Propaganda hat Millionen Menschen krank gemacht und Big Food reich. Die Geschichte beginnt mit Ancel Keys und seiner manipulierten 7-Länder-Studie. Er cherrypickte Daten, ignorierte widersprechende Evidenz und erschuf den Mythos vom bösen gesättigten Fett. Die Lebensmittelindustrie sprang sofort auf. Margarine statt Butter, Pflanzenöl statt Schmalz, alles muss Low-Fat sein. Bis heute. Dann kam 2014 der Paukenschlag. Eine gigantische Meta-Analyse im Annals of Internal Medicine mit über 600.000 Teilnehmern fand keinen Zusammenhang zwischen gesättigtem Fett und Herzerkrankungen. Null, nada.
Die Studie war so brisant, dass Kritiker versuchten, sie zu diskreditieren, aber zum Glück erfolglos. Es wird noch besser. Die Pure-Studie von 2017 mit über 135.000 Menschen aus 18 Ländern zeigte, Menschen mit höherem Konsum an gesättigten Fetten haben eine niedrigere Gesamtsterblichkeit. Hingegen hatten Menschen mit hohem Kohlenhydratkonsum eine höhere Gesamtsterblichkeitsrate. Zack, 60 Jahre Ernährungsdogma zerstört durch harte Daten. Meine persönliche Transformation: Ich esse täglich Butter, Eier, fettes Fleisch, meine Blutwerte nach 3 Jahren gefährlicher Ernährung, HDL-Cholesterin bei 82, also optimal, Triglyceride bei 45, also wirklich phänomenal, und das Verhältnis zwischen Triglyceriden und HDL 0,55 und unter 1,0 ist perfekt. Das ist das exakte Gegenteil von dem, was die Ernährungspäpste predigen. Hier ein passendes Zitat: Die Wahrheit ist wie ein Löwe, du musst sie nicht verteidigen. Lass sie frei und sie wird sich selbst verteidigen. Und genau das passiert gerade mit der Fettlüge. Der wahre Feind sind die instabilen, mehrfach ungesättigten Pflanzenöle. Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sojaöl. Sie oxidieren bei Hitze, fördern Entzündungen und sie sind wirklich in jedem verarbeiteten Lebensmittel drin. Diese Öle sind der eigentliche Killer, nicht die Butter auf deinem Brot. Ein guter Tag beginnt mit einem guten Frühstück. Und Rama, sie ist rein pflanzlich und voller Vitamine. Das Frühstück gut. Rama. In meinem Video Cholesterinmythos zeige ich dir, warum dein Arzt vermutlich falsch liegt und wie Big Pharma mit Statinen Milliarden verdient, auf Kosten deiner Gesundheit. Die praktischen Tipps sind radikal einfach. 1. Wirf alle Pflanzenöle raus. Koche mit Butter, Ghee, Kokosöl oder Schmalz. 2. Für Salate verwende extra natives Olivenöl. Und 3. Iss das Fett am Steak, das Eigelb im Ei, dein Testosteron wird es dir danken, deine Hormone werden sich regulieren und dein Gehirn, das zu 60% aus Fett besteht, wird endlich wieder richtig funktionieren. Schreib du gerne unten in die Kommentare, welches gesunde Pflanzenöl wirst du ab heute aus deiner Küche verbannen. Milch macht starke Knochen, der größte Marketing-Coup der Milchindustrie. Aber halt, bevor du jetzt denkst, ich bin ein radikaler Anti-Milchkrieger, die Wahrheit ist komplexer, als beide Seiten zugeben wollen. Das Problem ist nicht die Milch, es ist, was für Milch du trinkst. Die Industrie hat uns 40 Jahre lang Low-Fat-Milch als gesund verkauft. Was ist das Resultat? Du trinkst konzentrierten Milchzucker mit problematischen Proteinen, eine Insulinbombe ohne die wertvollen Fette. Eine schwedische Studie im British Medical Journal mit 100.000 Teilnehmern zeigte, Menschen, die viel flüssige Milch trinken, haben höhere Sterblichkeitsraten und mehr Knochenbrüche. Aber, und jetzt kommt's, fermentierte Vollmilchprodukte wie Käse und Joghurt zeigten den gegenteiligen Effekt. Hier ist meine radikale These: Industriemilch ist Schrott. Pasteurisiert, homogenisiert, entfettet, ein totes Produkt, das haltbar gemacht wurde. Aber hochwertiger gereifter Käse, Vollfettjoghurt, Butter, das sind die wahren Superfoods. Warum? Das Geheimnis heißt Vitamin K2. Es transportiert Kalzium in die Knochen und raus aus den Arterien. Und K2 findest du wo? In fetthaltigen, fermentierten Milchprodukten. Besonders in Hartkäse aus Weidemilch. Die Japaner essen Natto, also fermentierte Sojabohnen für K2. Wir haben Gouda und viele andere leckere Käsesorten. An dieser Stelle kann ich das Buch Vitamin K2 und das Calcium-Paradoxon empfehlen. Ist wirklich ein wahrer Augenöffner. Meine persönliche Strategie: wirklich 0 flüssige Milch oder vielleicht mal ein Glas, wenn ich wirklich Lust auf Milch verspüre. Ich esse aber täglich hochwertigen Käse, griechischen Joghurt, Butter und andere fettige Milchprodukte. Was ist also der konkrete Tipp? Ganz einfach: Ignoriere die Extreme. Du musst nicht zum militanten Milchhasser werden, aber du sollst auch nicht blind der Werbung der Milchlobby vertrauen. Hier ist eine tolle Erinnerung an die 80er Jahre. Eis wie Schnee, kühl wie Wind. Milch gibt dem Körper, was er braucht. So bleibt er fit und das weißt du auch. Denn nur die Milch macht. Von Milcheiweiß bis Kalzium, Mineralstoff bis zum Vitamin. Du brauchst nicht zu suchen, da ist alles drin. Du trinkst sie pur, sie schmeckt so toll. Es gibt keine Frage, was man trinken soll. Denn nur die Milch macht's. Wenn du Milchprodukte isst, dann isst die richtigen. Konzentriere dich auf fermentierte und vor allem fettreiche Produkte. Hier ist ein Fakt, den die wenigsten kennen. Je mehr Fett ein Milchprodukt hat, desto weniger Laktose enthält es in der Regel. Produkte wie Butter, Ghee oder langgereifter Hartkäse wie Parmesan sind praktisch laktosefrei. Der Milchzucker befindet sich nämlich im wässrigen Teil der Milch, der bei der Herstellung dieser Produkte größtenteils entfernt wird. Wenn du aber weißt, dass du laktoseintolerant bist, habe ich einen wichtigen Rat für dich. Finger weg von jeder Art von Trinkmilch, auch von der laktosefreien. Warum? Weil laktosefreie Milch eine Mogelpackung ist. Man entfernt nicht die Laktose,
sondern fügt nur ein Enzym hinzu, das sie für dich aufspaltet. Das eigentliche Problem für viele Menschen, das potenziell entzündungsfördernde A1-Casein, ist aber immer noch voll enthalten. Und das Thema versteckte Reizstoffe ist die perfekte Überleitung. Denn jetzt zeige ich dir, warum dein täglicher, gesunder Rohkostsalat dich möglicherweise langsam vergiftet. Beim Kochen werden alle Vitamine zerstört. Noch so ein Dogma, das dich krank macht. Die Rohkostfanatiker predigen, nur roh ist gesund. Die Wahrheit, für viele Menschen ist zu viel Rohkost pures Gift. Lass mich das mit Wissenschaft kaputt machen. Eine Studie im European Journal of Nutrition hat gezeigt, bei gekochten Karotten kann dein Körper 65% des guten Beta-Carotins aufnehmen. Bei rohen Karotten sind es nur 41%. Das British Journal of Nutrition sagt, wenn du Karotten in der Pfanne brätst, steigt die Aufnahme um das 6,5-fache. Und gekochte Eier liefern 90% verwertbares Protein, rohe Eier aber nur 50%. So einfach ist das. Aber hier kommt der Knaller. Pflanzen wehren sich vor Fressfeinden. Sie schützen sich mit Antinährstoffen, Lektine, Oxalate, Phytinsäure, Goitrogene, Saponine, Tannine etc. In meinem Video über pflanzliche Antinährstoffe erkläre ich detailliert, wie diese Pflanzenstoffe deinen Darm zerstören und Nährstoffe blockieren. Ich erzähle dir jetzt meine ganz persönliche Rohkost-Horror-Story. Manipuliert durch Filme wie Cowspiracy, What the Hells und Game Changers habe ich 3 Jahre lang als Vegetarier gelebt und war felsenfest davon überzeugt, je mehr rohes Gemüse, desto besser für mich. Mein Alltag bestand aus riesigen Salatbergen, grünen Smoothies und rohem Gemüse ohne Ende. Ich dachte, ich tue meinem Körper den größten Gefallen überhaupt. Das Ergebnis war eine absolute Katastrophe. Mein Heuschnupfen ist förmlich explodiert, mein Knie war plötzlich ständig entzündet, so schlimm, dass ich fast mit dem Basketball und Wakeboarden aufhören musste, mit meinen absoluten Leidenschaften. Und der Grund dafür ist das Verrückte daran. Obwohl ich Tonnen von diesem vermeintlich gesunden Zeug gegessen habe, hat mein Körper die guten Nährstoffe daraus gar nicht bekommen. Stattdessen haben die ständigen Abwehrreaktionen und Entzündungen mich einfach nur noch ausgelaugt und kaputt gemacht. Ich stelle Rohkostfans immer eine ganz einfache Frage. Die Entdeckung des Feuers war der größte Fortschritt in der Geschichte der Menschheit. Warum in aller Welt sollten wir so tun, als hätte es das nie gegeben? Die Wahrheit ist, Kochen war der absolute Gamechanger für unsere Evolution. Plötzlich waren Nährstoffe für unseren Körper super leicht verfügbar, unsere Verdauung wurde zum Kinderspiel und hat kaum noch Energie verbraucht. Und all diese Energie, die wir gespart haben, die ist direkt in unser Gehirn gewandert. Nur deshalb konnte es so groß und leistungsfähig werden. Sagen wir es, wie es ist. Ohne Feuer und gekochtes Essen wären wir heute nicht da, wo wir sind. Versteh mich aber nicht falsch. Ein kleiner Salat zum Essen, alles super. Aber deine Hauptnahrung sollte gekocht sein. Besonders kritisch sind Kreuzblüter, wie zum Beispiel Brokkoli oder Blumenkohl, aber auch Hülsenfrüchte und Nachtschattengewächse. Roh sind sie Nährstoffräuber, gekocht sind sie Superfoods. Was ist also der ganz praktische Tipp für dich? Ganz einfach, mach es genau andersherum als die meisten. Deine Regel lautet ab sofort 80% gekocht, 20% roh. Wenn du dein Gemüse kochst, dann bitte schonend. Dünsten ist da perfekt. Aber koche es auf gar keinen Fall zu Tode. Und ganz wichtig, gib immer etwas gutes Fett dazu. Ein Stich Butter, ein Schuss Olivenöl. Dein Körper braucht das, um die wertvollen Vitamine aus dem Gemüse überhaupt erst aufnehmen zu können. Und die grünen Smoothies, die so als gesund gelten, mein klarer Rat, vergiss sie. Dein Bauch wird es dir danken. Wenn du jemanden kennst, der sich mit Rohkost quält, teile dieses Video, du könntest seine oder ihre Gesundheit retten. Jetzt kommt das Finale und ich zerstöre das heiligste Dogma der Fitnessindustrie. Eine Kalorie ist eine Kalorie. Dieser Schwachsinn hat mehr Menschen dick gemacht als Fastfood. Ich habe diesen Quatsch früher auch geglaubt und anderen erzählt. Die Psycho-Jünger, also Calories in, Calories out, predigen Physik, Thermodynamik, Energieerhaltungssatz. Ja, physikalisch stimmt das, aber dein Körper ist keine Dampfmaschine. Er ist ein hochkomplexes biologisches System mit Hormonen, Enzymen und Regelkreisen. Alan Aragon bringt es perfekt auf den Punkt. Wenn du deine Kalorien zu stark reduzierst, sagt dein Körper, oh, wir sind in einer Hungersnot, wir sollten besser am Fett festhalten, den Stoffwechsel verlangsamen und diesen Menschen dazu bringen, sich nach kalorienreichen Kohlenhydraten zu sehnen. Aber sie am besten selbst. So when people say I've got a slow metabolism, they might be telling the truth. When people say I have a slow metabolism, what's usually happening is they have a pretty massive drop in NEAT, or non-exercise activity, to the order of 200 to 300 calories. Now, adaptive thermoreduction is another 50 to 100 calories. Okay. So we're looking at in the neighborhood of like possibly 300-400 calories that they're no longer burning as a result of the dieting process. Das ist die Wahrheit, die dir kein Kalorienzählen-Guru sagt. Die Dietfit-Studie der Stanford University verglich Low Fat mit Low Carb. Beide Gruppen verloren gleich viel Gewicht. Aber der entscheidende Faktor war nicht die Kalorienmenge, sondern die Qualität der Nahrung. Beide Gruppen aßen echte, unverarbeitete Lebensmittel.
Die Kalorienzufuhr regulierte sich von selbst. Hier ist meine radikale Erfahrung. Ich habe jahrelang Kalorien gezählt. 1800, 1600, 1400. Immer hungrig, immer gereizt und das Sixpack? Fehlanzeige. Dann der Paradigmenwechsel. Ich schmiss das Kalorienzählen über Bord und fokussierte mich auf die Hormone. Hier ist ein einfacher Vergleich bei gleicher Kalorienmenge. Wenn du zum Beispiel 500 Kalorien aus Donuts isst, passiert Folgendes. 1. Dein Blutzucker und Insulin schießen in die Höhe. 2. Die Fettverbrennung stoppt für Stunden. 3. Du hast Hunger nach 30 Minuten. Und 4. Die Entzündungsmarker steigen. Wenn du 500 Kalorien in Form von zum Beispiel Steak mit Brokkoli isst, passiert Folgendes. 1. Dein Blutzucker und Insulin bleiben stabil. 2. Die Fettverbrennung läuft weiter. 3. Du bist satt für mehrere Stunden. Und 4. Der Muskelaufbau wird sogar stimuliert. Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied. Es ist eben nicht egal, was du isst. Klar, rein theoretisch kannst du auch mit Schokolade und Gummibärchen abnehmen, wenn du brutal hungerst und dich den ganzen Tag quälst. Aber wer will das schon? Wer will ständig gegen Heißhunger und miese Laune ankämpfen? Der wahre Schlüssel, der Abnehmen von einem Kampf in einen einfachen Prozess verwandelt, sind deine Hormone. Und das Chefhormon ist hier das Insulin. Hältst du dein Insulin durch gutes Essen niedrig, dann ist dein Körper total entspannt. Er schaltet ganz von selbst in den Fettverbrennungsmodus. Jagst du deinen Blutzucker aber ständig mit Zucker und Kohlenhydraten nach oben, dann ist dein Körper im Panikmodus. Er schreit quasi Alarm, Energie speichern, sofort. Und genau das tut er dann auch. Er blockiert die Fettverbrennung und macht das Abnehmen zu einem reinen Willenskampf, den du auf Dauer nur verlieren kannst. In meinem Video Diabetes natürlich umkehren erkläre ich detailliert, wie Insulin dein Masthormon ist und wie du es kontrollierst. Das Buch Die Schlankformel von Jason Funk zerstört den Kalorienmythos wissenschaftlich. Der praktische Gamechanger-Tipp: Vergiss Kalorienzählen, konzentriere dich auf 3 Dinge. 1. Protein bei jeder Mahlzeit, 30 bis 40 Gramm Minimum. 2. Gesunde Fette ohne Limit. 3. Kohlenhydrate nur aus Gemüse. Iss, bis du satt bist. Dein Körper weiß, wann er genug hat. Wenn du ihm echte Nahrung gibst, nicht industriellen Schrott. Die Qualität steuert automatisch die Quantität. Fassen wir kurz zusammen, welche Dogmen wir heute zerstört haben. 1. Sportgetränke sind Zuckerbomben. Trink Wasser mit einer Prise Salz stattdessen. 2. Gesättigte Fette sind deine Freunde. Schmeiß die Pflanzenöle raus. 3. Vollfettmilchprodukte sind Gold, aber nur fermentiert, niemals als Low-Fat. 4. Gekochtes Essen ist oft besser. Unsere Evolution schlägt die Rohkostideologie. 5. Hormone schlagen Kalorien. Qualität reguliert automatisch die Quantität, also die Menge. Diese 5 Wahrheiten haben mein Leben verändert. Keine Allergien mehr, Gelenke wie mit 25, perfekte Blutwerte, Sixpack mit 45, ohne Pillen, ohne Hunger, ohne Kalorienzählen. Die Ernährungsindustrie hasst diese Wahrheiten, weil sie ihr Geschäftsmodell zerstören. Aber du bist jetzt gewappnet. Du kennst die Wissenschaft, du kennst die Lügen. In einer Zeit universeller Täuschung ist es ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen. George Orwell. Und du bist jetzt Teil dieser Revolution. Die Frage ist, was machst du mit diesem Wissen? Bleibst du in der Matrix oder wählst du die rote Pille? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Das war Teil 2 der Ernährungsdogmen. Wenn dieses Video bei dir eingeschlagen hat wie eine Bombe, dann mach jetzt bitte Folgendes. 1. Abonniere jetzt den Kanal kostenlos und aktiviere die Glocke. Ich bringe jede Woche so eine Wahrheitsbombe. 2. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du auch die Schnauze voll hast von den Ernährungslügen. Und 3. Teile dieses Video mit jemandem, der immer noch Cola Zero trinkt und denkt, das wäre gesund. Da ich keine Glaskugel habe und bei dieser Aufnahme noch nicht weiß, wie Teil 1 und dieser Teil 2 zum Thema Ernährungsdogmen performt haben, werden wir in der Telegram-Gruppe über das nächste Videothema abstimmen. Komm gerne dazu und gestalte die Inhalte des Kanals aktiv mit. Als Bonus für alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind, hier ist eine simple Regel, die 90% aller Ernährungsfallen eliminiert. Die 5-Zutaten-Regel. Kaufe für die nächste Woche nur Lebensmittel, die 5 oder weniger Zutaten haben und nur Zutaten, die du auch aussprechen kannst. Das zwingt dich, echte Lebensmittel zu wählen und entlarvt sofort die Chemie-Cocktails von Big Food. Das ist mein simpler Filter für einen klaren Kopf und einen flachen Bauch. Bis dahin, bleib stark, hinterfrage alles und denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Peace out.